Marie ist am Freitag aus Japan, aus Tokio zu uns gekommen. Marie ist ein sozialer Roboter, die mit mir interagiert, wie man sieht, mit ihren Augen mich anschaut und versucht, gute Laune zu verbreiten und eine Beziehung zu mir aufzubauen. Wir möchten Marie einsetzen, um in Kontakt mit Menschen mit schwerer mehrfacher Behinderung zu kommen, deren Lebenssituation leider oft geprägt ist, auch von Einsamkeit, von wenigen Beziehungen. Wir haben jetzt schon mehrere Projekte durchgeführt, in denen wir Machine Learning und AI nutzen, um die Befindlichkeit von Menschen mit schweren mehrfachen Behinderungen zu ermitteln. Wir sind der festen Überzeugung, dass wir uns einbringen müssen in die Entwicklung, dass wir uns einbringen müssen in den Diskurs, sonst überlassen wir es Menschen, die keine Empathie haben, die kein Verständnis für die Zielgruppe haben. Und wir haben die große Freude, zum ersten Mal die Europa-IESET-Konferenz in Deutschland veranstalten zu dürfen. Ja, ein Höhepunkt der Konferenz wird unsere inklusive Tanzperformance sein, die jetzt schon seit einigen Wochen am Proben ist. Gerade dann, wenn Sprache nicht der Kanal ist, der wesentliche ist in der Kommunikation, müssen wir jedes Mittel nutzen, und da ist Bewegung eines, da ist sicher auch Musik, da ist Kultur ein Mittel der Verständigung des basalen Begegnens, und Tanz ist sicher eine ganz wunderbare Möglichkeit dazu. Es geht darum, dass Menschen mit und ohne Behinderung, konkret unsere Studierende und Menschen einer Behinderteneinrichtung, gemeinsam tanzen zu Musik, Bewegungsabläufe einstudieren und am Ende ein kulturelles Erlebnis schaffen werden. Insofern ja, ist das definitiv ein gemeinsames kommunikatives und Interaktionserlebnis. Die LMU ist auf dem Weg zu einer inklusiven Hochschule. Wir setzen an der LMU gemeinsam mit allen Stakeholdern, die an der LMU dafür Verantwortung tragen, einen Aktionsplan inklusive Hochschule auf, der das Ziel hat, Inklusion als integrativen Bestandteil der Organisationskultur und der Organisationsstrategie der LMU zu implementieren. Wir versuchen, die Gebäude immer barrierefreier zu machen, auch die technologischen Barrieren abzubauen. Wir nutzen sehr viel KI, um in Hörsälen bessere Teilhabemöglichkeiten zu garantieren. Aber mir geht es vor allem auch um die Barrieren, die in den Köpfen noch vorhanden sind. Und mit diesem Aktionsplan möchten wir auch in die Gesellschaft hineinwirken und ein Signal geben, dass keine Gesellschaft, die sich auf Werte beruft, insbesondere auf den Wert der Menschenwürde, es sich leisten kann, Menschen mit Beeinträchtigung zu ignorieren und nicht teilhaben zu lassen.